Macht es Sinn, einen Raspberry Pi 5 als Smart Home Zentrale einzusetzen? Was benötigt man, damit Home Assistant schnell, zuverlässig und effektiv auf einem Raspberry Pi 5 läuft? Und vor allem, wie nimmt man diesen in Betrieb? Die Antworten auf diese Frage gibt es nach dem Intro, also bleibt dran! Hallo Freunde des smarten Zuhauses und herzlich willkommen beim Smart Home Bastler. Da sich die Software von Home Assistant stetig weiterentwickelt und verbessert, sollte auch bei der Hardware eine Weiterentwicklung und Verbesserung stattfinden. Mit dem neuen Raspberry Pi Modell 5 ist den Entwicklern ein wirklich tolles Produkt mit einer Menge neuer Features gelungen. Welche genau, sehen wir uns im Laufe dieses Videos an. Vorab möchte ich sagen, dass ich alle Komponenten zum Testen selber gekauft habe und in keiner Weise gesponsert wurde. Alle von mir verwendeten Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf meiner Webseite smarthomebastler.at. Bei den Links handelt es sich um Amazon Affiliate Links. Dies bedeutet, wenn ihr euch für ein solches Produkt entscheidet, kostet es euch nicht mehr, ich erhalte jedoch eine kleine Provision von Amazon. Dafür schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Nun lasst uns gleich mit den verwendeten Produkten starten. Um eine solide Basis für die neue Smart Home Steuerzentrale zu erhalten, habe ich folgende Produkte verwendet. Zum ersten ein Raspberry Pi 5 Board mit 8 GB. Dieser neue Pi verfügt über eine PCIe-Schnittstelle, über welchen eine M.2 Festplatte angeschlossen werden kann. Zweitens einen offiziellen Raspberry Pi 5 Kühler. Dieser hat einen eigenen Stecker bzw. eine eigene Buchse am Raspberry Pi zum Anschließen und muss nicht mehr über die GPIO-Anschlüsse versorgt werden. Ein M.2 SSD Shield als Head, also ein Aufsatz auf dem Raspberry Pi 5. Welcher über ein Flachbandkabel mit der PCIe-Schnittstelle verbunden wird. Eine M.2 PCIe NVMe Festplatte mit 256 GB in M-Key-Ausführung. Es ist wichtig, auf die Ausführung zu achten, da nicht alle Ausführungen mit dem Shield kompatibel sind. Fünftens ein Raspberry Pi 5 Metallgehäuse. Dieses ist in der Höhe für den Einsatz eines Shields konzipiert. In meinem Fall war das Gehäuse mit dem offiziellen Kühler nicht lieferbar. Darum habe ich das baugleiche Gehäuse mit am Deckel befestigten Kühler gekauft und diesen demontiert, da sich der Deckel mit diesem Lüfter und dem montierten Shield nicht schließen lässt. Sechstens ein Raspberry Pi Netzteil mit 27 Watt Leistung zur Versorgung des Pi. Ein M.2 zu USB-Adapter. Dieser wird verwendet, um die Festplatte mit dem Betriebssystem zu beschreiben. Zu guter Letzt noch eine MicroSD-Karte, in meinem Fall mit 32 GB für die Einstellung der Bootloader-Reihenfolge, sowie ein Micro-HDMI-Kabel, um an dem Raspberry Pi einen Monitor anzuschließen. Nun packen wir alle Komponenten aus und beginnen mit der Inbetriebnahme. Zuerst montiere ich den Kühler auf das Board. Dies ist mit den fix angebrachten Montagebolzen, auch wenn sie nicht besonders leicht durch die Bohrungen gleiten, relativ einfach. Danach den Stecker für die Versorgung des Kühlers in die vorgesehene Buchse stecken. Und schon ist die Montage des Kühlers abgeschlossen. Nun kümmern wir uns um den Bootloader. Bei mir hat der Boot von der M.2 Festplatte auf Anhieb funktioniert. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann man den Bootloader bzw. die Boot-Reihenfolge wie folgt einstellen.
Dazu nehme ich eine MicroSD-Karte, in meinem Fall eine mit 32 GB, und stecke sie in den Kartenslot des Raspberry Pi. Nun stelle ich eine LAN-Verbindung her und schließe das Micro-HDMI-Kabel, eine Tastatur, eine Maus und die Stromversorgung an den Raspberry Pi an. Am Monitor sieht man, wie der Pi versucht, ein Betriebssystem zu booten. Da keines installiert ist, drücke und halte ich die Shift-Taste auf der Tastatur, um die Netzinstallation zu starten. Es öffnet sich der Raspberry Pi Imager und ich wähle unter Choose Device den Raspberry Pi 5 und unter Choose OS das Raspberry Pi OS mit 64-Bit aus. Unter Choose Storage wähle ich meine SD-Karte und klicke auf Next. Nun wähle ich Edit Settings und dort setze ich einen Haken bei Set Hostname und klicke auf Save. Ich bestätige zweimal mit Yes und das Raspberry Pi OS Betriebssystem wird installiert. Als nächstes arbeite ich mich durch die Einstellungen mit den allgemeinen Daten wie Benutzername, Passwort, alternativ WLAN-Einstellung und dem Browser. Da ich dieses Betriebssystem nur nutze, um über das Terminal den Bootloader einzustellen, sind diese Einstellungen nicht sonderlich wichtig. Nach dem Neustart befinde ich mich auf der Desktop-Oberfläche und hier klicke ich oben auf das Terminal, um es zu öffnen. Mit der Pfeiltaste nach oben kann ich auf Vollbild umschalten. Nun tippe ich das Kommando sudo Leerzeichen rpi-eeprom-config Leerzeichen --edit und drücke die Enter-Taste. Dieses Kommando sowie die Boot-Reihenfolge findest du auf meiner Webseite smarthomebastler.at und einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Jetzt wird mir die Boot-Order angezeigt. Diese ist von rechts nach links zu lesen, wobei die 6 für NVMe-Boot, also die Festplatte, die 1 für SD-Boot, also die SD-Karte, und die 4 für USB-Boot steht. 0xF steht für den Neustart des Bootloaders, wenn kein bootbares Betriebssystem gefunden wurde. Wenn die Bootreihenfolge eingestellt ist, mit STRG O speichern und dann mit STRG X verlassen. Danach die Stromversorgung trennen und die SD-Karte entfernen. Im nächsten Schritt installiere ich das Home Assistant Betriebssystem auf der Festplatte. Um das Home Assistant Betriebssystem auf die M.2 Festplatte zu schreiben, montiere ich sie auf den USB-Adapter und verbinde diesen danach mit dem PC. Für das Schreiben des Image auf die Festplatte wird das Programm Raspberry Pi Imager benötigt. Wenn dieses noch nicht installiert ist, findest du einen Link zur Download-Seite unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Nun öffne ich das installierte Programm als Administrator. Als Modell wähle ich Raspberry Pi 5 und unter Betriebssystem gehe ich zu Other Specific Purpose OS. Dann zu Home Assistant and Home Automation, Home Assistant und wähle Home Assistant OS. Bei SD-Karte wähle ich die angeschlossene Festplatte aus und bestätige mit Weiter. Den Hinweis, dass alle Daten gelöscht werden,
bestätige ich mit Ja und das Betriebssystem wird auf die Festplatte geschrieben. Nach dem Schreiben stecke ich den Adapter wieder aus und entferne die Festplatte. Nun schließe ich das Flachbandkabel an die PCIe-Schnittstelle des Shields an und montiere die Festplatte darauf. Als nächstes gilt es, die Distanzbolzen für die Befestigung am Raspberry Pi anzubringen. Und wenn dies erledigt ist, das Flachbandkabel für die Verbindung zur Festplatte an die PCIe-Schnittstelle des Raspberry Pis anzuschließen. Nun noch das Shield befestigen und alles zusammen in das Gehäuse einbauen und fertigstellen. Wenn alles zusammengebaut ist, beginne ich mit der Installation, indem ich den Raspberry Pi mittels LAN-Kabel an das Netzwerk, optional an einen Monitor mit dem Micro-HDMI-Kabel und an die Stromversorgung anschließe. Umgehend wird am Monitor der Installationsprozess angezeigt und wenn dieser abgeschlossen ist, sieht man die zugewiesene IP-Adresse des Raspberry Pi, in meinem Fall 192.168.50.71. Ich öffne ein Browserfenster und tippe die IP-Adresse gefolgt vom Port Doppelpunkt 8123 in der Adressleiste ein und bestätige mit der Enter-Taste. Nun wird mir die eigentliche Installation des Home Assistant Betriebssystems angezeigt. Diese kann bis zu 20 Minuten dauern. Etwaig auftretende Installationsfehler werden bei den Details angezeigt. Nach der Installation kann ich entweder ein bereits vorhandenes Backup wiederherstellen oder ein neues Smart Home erstellen. Ich wähle Mein Smart Home erstellen aus, vergebe einen Benutzernamen und ein sicheres Passwort und klicke auf Benutzerkonto anlegen. Im nächsten Schritt wird der Heimatort eingestellt. Mit einem Klick auf das Fadenkreuz kann ich den Standort ermitteln lassen, aber auch die Adresse suchen oder den Positionsmarker auf der Karte an die richtige Position verschieben. Danach mit Weiter bestätigen. Am nächsten Fenster kann ich einstellen, ob ich anonymisierte Informationen mit Home Assistant teilen möchte. Diese aktiviere ich und klicke auf Weiter. Nun werden mir bereits gefundene, kompatible Geräte aus meinem Netzwerk angezeigt. Und mit einem Klick auf Fertig ist die Installation abgeschlossen. Da ich für euch mit einer leeren Home Assistant Installation beginnen möchte, habe ich alle gefundenen integrierbaren Geräte ignoriert. Eigentlich hätte die Seite der Integrationen so ausgesehen. Die Verwendung des Raspberry Pi 5 in Kombination mit einer M.2 NVMe Festplatte bietet zahlreiche Vorteile. Dank der PCIe-Schnittstelle wird eine deutlich höhere Datenübertragungsrate im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSD-Festplatten erreicht.
Die kompaktere Bauform ermöglicht nicht nur eine platzsparende Unterbringung des gesamten Geräts, sondern auch eine effizientere Integration in verschiedenen Anwendungen. Ein weiterer Pluspunkt ist der geringere Energieverbrauch der M.2-Platte, der nicht vernachlässigt werden sollte. Darüber hinaus übertrifft die Langlebigkeit im Vergleich zu einer SD-Karte die Erwartungen. Mit einem Gesamtpreis von etwa 200 € ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Fall durchaus akzeptabel. Nach den ersten Tests kann ich dieses Gerät uneingeschränkt als Smart Home Zentrale empfehlen. Es bietet eine herausragende Leistung und erfüllt die Anforderungen einer zuverlässigen und effizienten Steuerzentrale für Smart Home Anwendungen. In einem der nächsten Videos setze ich die Installation vom Raspberry Pi 5 fort. Und zwar mit meinen gängigsten Add-ons sowie dem Home Assistant Community Store und so weiter. Wenn du diese Videos nicht verpassen möchtest, überlege dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Falls du Fragen hast oder Unterstützung bei deinen Smart Home Projekten benötigst, scheue dich nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Entweder über den Discord-Server oder per E-Mail. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Nun würde ich mich noch über einen Daumen nach oben sowie über einen freundlichen Kommentar freuen. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dein Smart Home Bastler.